Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir wieder ein Fallbeispiel für euch. Wir haben hier einen BMW X1 aus 2010 und das Fahrzeug ist hierher gekommen, weil es ein Problem mit der Beleuchtung hat. Der Kunde hat an dem Auto nichts gemacht, hat einfach nur die Batterie gewechselt und nach dem Wechsel der Batterie ging gar nichts mehr. Die Blinker funktionieren nicht mehr, die Fensterheber gehen nicht. Das funktioniert einfach alles nicht mehr und einfach sofort. Das ist ein typisches BMW-Problem, was jeden BMW früher oder später betreffen wird. Es ist ein Softwarefehler in dem Steuergerät für die Beleuchtung und diese Steuergerät wird leider erst sichtbar, wenn ihr entweder die Batterie gewechselt habt, das heißt die Batterie abgeklemmt oder zum Beispiel bei dem Fahrzeug eine Diagnose durchgeführt wird. Das Steuergerät sitzt im Fahrerfußraum an der A-Säule. Und wenn ihr so ein Problem habt, können wir natürlich da euch helfen. Viele Probleme können wir halt auch aus der Ferne lösen, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, hierher zu kommen, wie dieser Kunde. Dafür haben wir auch die Möglichkeit, euch so ein Kabel zu schicken. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können auf das Fahrzeug zugreifen, bestimmte Codierungen durchführen, Probleme lösen, Updates durchführen und natürlich auch gebrauchte Steuergeräte anpassen, falls irgendwelche kaputt sind. BMW kann zum Beispiel gebrauchte Steuergeräte nicht anpassen. Interessant ist es auch für diejenigen, die zum Beispiel vorhaben, ein Fahrzeug zu kaufen und wissen wollen, was sie kaufen. Dadurch machen wir eine Diagnose, schicken euch für die einzelnen Prüfungen Bilder, was wir genau prüfen und eine Sprachnachricht, was das bedeutet, dass man einfach weiß, was man kauft. Interessant ist natürlich auch sowas, wenn man so ein Fahrzeug behalten will und guckt, bevor es teuer wird, kann man noch präventiv was machen. Zu dem Thema mit der Beleuchtung ist das leider ein eingebauter Softwarefehler, den man halt auch beheben kann, damit er halt nicht mehr kommt oder auch gar nicht erst passiert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dieses Problem präventiv lösen wollt, haben wir auch eine Möglichkeit, sprecht uns da gerne an, das können wir halt auch über das Kabel machen. Aber wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann muss man eine Lösung finden. Welche Lösung gibt es überhaupt? Es gibt natürlich die Möglichkeit, bei BMW so ein neues Steuergerät zu kaufen. Abgesehen davon, dass es momentan Lieferschwierigkeiten gibt für diese Steuergeräte, dass sie einfach momentan nicht lieferbar sind, aber wenn die Steuergeräte zum Beispiel lieferbar wären, liegen wir preislich bei um die 800 € inklusive Einbau und Kodierung. Das ist ein Problem, das ist natürlich relativ teuer. Zweite Problematik ist, wenn BMW euch das Steuergerät einbaut und das lieferbar ist, dann muss BMW das gesamte Fahrzeug auf den gleichen Softwarestand bringen, wie zum Beispiel dieses neue Steuergerät. Und da haben wir eine große Gefahr, weil die einzelnen Steuergeräte sind natürlich in die Jahre gekommen, auch die Speicher. Und wenn diese Speicher programmiert werden müssen, dann gehen die oft kaputt. Und das kann man gerne auch in den Internet so ein bisschen nachlesen, gibt es oft Probleme mit diesen ganzen Updates. Wir haben die Möglichkeit, das anders zu machen. Wir können das Steuergerät, wenn ihr uns das zuschickt, hier vor Ort nicht nur instand setzen, dass es wieder funktioniert. Instand setzen ist relativ unproblematisch. Aber was problematisch ist dort das so instand zu setzen, damit das Problem nachhaltig gelöst wird. Das heißt, wir kaufen von einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, eine modifizierte Software, wo dieses Softwareproblem einfach nicht mehr existiert. Natürlich bekommt ihr ein Jahr Garantie von uns, genau wie von BMW, wenn ihr für 800 € das Steuergerät sozusagen einbauen lässt. Aber ihr möchtet das ja auch länger als ein Jahr nutzen. Deswegen haben wir eine Möglichkeit gefunden, dass man das Problem einfach möglichst lange beseitigt. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, um das Problem zu lösen. Und oft haben wir halt auch Kunden, die zum Beispiel so ein Steuergerät instand gesetzt haben und danach Probleme haben, dass zum Beispiel das Fahrzeug nicht mehr updatefähig ist, oder dass bestimmte Komponenten nicht mehr funktionieren und dann wenden die sich an uns, obwohl die schon woanders Geld bezahlt haben und das ist natürlich schade. Und deswegen versuchen wir euch in den Videos auch so ein bisschen zu sensibilisieren, wenn ihr was macht, dass man immer ein bisschen nachfragt, was wird gemacht, wie sieht das genau aus. Was gibt es da für Probleme, was passieren können? Wir haben hier Steuergeräte. Diese Steuergeräte, die da verbaut werden, haben eine bestimmte Hardware. Und wenn die Hardware ist eine Basis. Also wir haben verschiedene Hardware-Varianten, zum Beispiel für dieses Fahrzeug. Und wir haben natürlich auch verschiedene Software-Varianten. Die Software muss zur Hardware passen. Was oft gemacht wird, was leider halt nicht richtig funktioniert, ist, dass einfach irgendeine Software auf das Steuergerät draufgespielt wird, weil die alte ist ja kaputt. Und dann gibt es genau das Problem, was ich euch gesagt habe, dass manche Komponenten nicht funktionieren, weil oft wird nicht alles geprüft. Das heißt, der Kunde denkt, oh cool, ich habe das Steuergerät wieder, ich baue das ein, meine Blinker gehen wieder, meine Fensterheber gehen.
und dann testet man nicht zum Beispiel sowas wie die Nebelschlussleuchte oder die Nebelscheinwerfer. Und das haben wir oft zum Beispiel, dass Kunden irgendwann zum TÜV müssen und dann auch einmal beim TÜV merken, scheiße, meine Nebelscheinwerfer gehen gar nicht mehr. Und dann haben wir die ein Problem. Dann wenden sie sich natürlich an die Programmierer, die das gemacht haben, und sagen, ja, weiß ich nicht, tut mir leid, da haben wir nichts mit zu tun. Und da fängt das Ganze halt auch an. Ne? Weil wenn man einfach irgendeine Software einfach drauf spielt, die man natürlich nicht kaufen muss, die man umsonst bekommt, sich im Internet runterladen kann, hat man diese Probleme. Oder wenn man einfach eine Software drauf spielt, die eine andere Fahrgestellnummer hat und man fährt zu BMW, man ist im Urlaub oder wo auch immer und irgendwas geht kaputt und BMW muss ein Update drauf spielen, können die nicht, weil der Steuergerät hat eine andere Fahrgestellnummer und wir haben ja gelernt, wenn BMW ein Update macht, müssen sie das gesamte Fahrzeug updaten. Wenn das Ding eine andere Fahrgestellnummer hat, dann gute Nacht. Deswegen, man muss immer halt differenzieren und gucken, was man möchte. Wenn man halt eine Lösung haben will, die vernünftig ist und lange hält, dann ist die auch entsprechend halt, muss die dafür auch bezahlt werden, weil wir müssen den Datensatz kaufen, um halt möglichst lange Sicherheit zu haben, dass das Steuergerät vernünftig funktioniert. Wenn ihr an sowas Interesse habt, ist der Ablauf so. Ihr baut das Steuergerät aus. Hier haben wir eine Abdeckung hier unten, die ist mit 3 Schrauben befestigt. Das Steuergerät befindet sich bei der A-Säule. Wir haben hier 2 Schrauben und 3 Stecker, die baut ihr aus. Schreibt uns einen kurzen Zweizeiler, was ihr für ein Problem habt und dann schickt ihr uns das Steuergerät zu. Am gleichen Tag, wenn wir das Steuergerät erhalten, schicken wir es an euch zurück. Das heißt, die Prozedur ist sehr kurz. Ihr habt 1 Jahr Garantie wie bei einem neuen Steuergerät von BMW und ihr habt Ruhe, egal welches Problem ihr habt. Ob ihr ein Problem habt, zum Beispiel, dass irgendeine Lampe nicht funktioniert oder ihr ein Problem habt, dass jemand das schlecht instand gesetzt hat oder ein Problem hat, dass es nicht funktioniert. Oder ihr ein Problem habt, dass das Steuergerät zum Beispiel gar nicht lieferbar ist und zum Beispiel voller Wasser. Für alle Lösungen oder für alle Probleme haben wir Lösungen. Sprecht uns da am besten an, entweder telefonisch oder per E-Mail und wir werden euch da helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, abonniert den Kanal und teilt das Video, damit auch andere wissen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Problem lösen kann und dass man halt differenzieren muss und einfach auch Sachen gucken, bevor man irgendwas macht und dann hat man halt auch Ruhe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.